Ein Photovoltaiksystem fürs Eigenheim, was wirklich alles kann. Auch bidirektionales Laden von SICK Energy. Wir waren 2024 schon hier und das war schon unser absoluter Messefavorit. Und auch heute möchten wir euch das ganze System hier vorstellen und drüber sprechen, was es alles kann. Viel Spaß, los geht's. Sven, schön, dass wir uns wiedersehen. Und ihr habt ja mit dem Siegen Store einen ganz tollen Speicher für die Photovoltaikanlage im Eigenheim. An wen richtet ihr euch da? Mit welchen Größen? Also wie viel Leistung kann der Wechselrichter liefern? Ja, Nils, schön, dass du da bist. Ja, der Wechselrichter kann von 5 jetzt neuerdings bis 30 kW hoch tatsächlich AC-Leistung liefern. Ja, das ist ja schon eine riesige Spanne. Ja. Wer fängt mit 5 kW an, wer mit 30? Also, dass die Leute vielleicht ein bisschen eine Idee haben, von was reden wir da, von welcher Leistung. Das hängt halt ganz davon ab, wie groß dein Dach ist und wie groß dein Bedarf am Ende des Tages ist. Ne? Ja. Im Grunde kann das ja im Privatbereich eingesetzt werden. Gut, bei 30 kW sind wir jetzt wahrscheinlich über den Privatbedarf hinaus und sind wir eher im kleinen Gewerbebereich. Aber wir wollen da eben, sag ich mal, nahtlos die Lösungen bieten. Ja, also für euch mal zum Verständnis, wenn man also im normalen Haushalt 30 kW ist schon echt richtig groß, ne? Das könnt ihr mit dem Wechselrichter liefern, habt also auch mehrere Anschlüsse, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber im normalen Haushalt, im Neubau besonders, ohne Dämmung da ist, für die Wärmepumpe nicht ganz viel Leistung. Da bräuchte man jetzt sicherlich nicht die 30 kW-Lösung, aber es gäbe die Möglichkeit, richtig Power zu haben mit dem System. Genau, und man braucht ja auch immer mehr Power mit Elektromobilität, mit Wärmepumpe, etc. Ja, wie schließt ihr da die Module an? Wie viele MPP-Tracker habt ihr zum Beispiel? Genau, also wir starten mit 2 MPP-Tracker bei den 5 bis 8 kW-Geräten. Ja. Und dann sind wir bei 10 bis 15 kW schon bei 3 MPP-Trackern. Das heißt, da kannst du dann schon deine 3 Dachseiten anschließen. Und darüber hinaus haben wir 4 MPP-Tracker. Also sollte eigentlich für jedes Dach passen. Definitiv. Klingt so, als wäre für jeden was dabei. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen umgeguckt. Da kommen wir gleich gerne nochmal drauf zu sprechen oder blenden es euch auf jeden Fall ein. Denn jetzt gibt's ja auch durchaus Situationen, man hat schon ein Balkonkraftwerk, möchte das mit einbinden. Da habt ihr jetzt auch eine Lösung. Richtig. Wir bieten jetzt auch Mikrowechselrichter an. Die haben wir da drüben, können wir gleich mal hinlaufen. Und die sollen dem Kunden ermöglichen, wirklich jede freie Fläche auch für Solarmodule zu nutzen. Sei es eben jetzt an einem Balkon oder sei es vielleicht auf einem Gaubendach, wo nur noch 2, 3, 4 Module draufpassen. Ja. Denn da stößt man ja oft an technische Grenzen, die direkt am Wechselrichter anzuschließen, weil man eine bestimmte Startspannung benötigt. Und das braucht man beim Mikrowechselrichter eben nicht. Ja. Also eine super Ergänzung, ganz wichtig für euch zu verstehen, dass man eine bestimmte Anzahl an Modulen, du sagtest die Startspannung, die braucht man, damit der MPP-Tracker überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Und da die Ergänzung mit den Mikrowechselrichtern super. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mit Verschattung zu tun habe, kann ich bei euch auch Optimierer mit einbinden? Also wir haben die Möglichkeit, generell Optimierer zu nutzen. Wir haben mit 2 Herstellern, Tigo und BRC, schon auch eine entsprechende Konformität bestätigt offiziell. Ja. Tigo können wir auch visualisieren bei uns in der App tatsächlich. Okay. Ja. Also das ist relativ komfortabel, weil man dann eben nur noch unsere App benötigt. Vom Wechselrichter, der ist ja hier bei euch nahtlos integriert mit dem Speicher. Ja. Würde ich gerne also auch zum Speicher zu sprechen kommen. Erstmal, was habt ihr da für Kapazitäten? Wie groß kann ich bei euch werden mit dem Speicher? Sehr groß. Also alleine mit diesem Gerät schon. Aber in der Regel hat man ja im Einfamilienhausbereich ein solches Gerät stehen. Und zu jedem, wir nennen das Energy Controller, das ist ja der Wechselrichter plus die Batteriekontrolleinheit, in einem Gerät, kann man bis zu 6 Batteriemodule einbauen. Okay. Damit kommt man schon sehr weit, denn wir haben mittlerweile 4 Kapazitäten zur Verfügung. Okay. 5 Kilowattstunden, 6 Kilowattstunden, 8 Kilowattstunden und neu 10 Kilowattstunden. Das ist eine Neuerung auch, ne? Wir das ist eine Neuerung. 5 und 8. Ganz genau. Okay, also Ganz 6 genau. und 10 sind dazugekommen. Genau. Und das immer im gleichen Format. Ja. Komplett kompatibel untereinander. Ich kann alle Kapazitäten miteinander mischen und so genau die Gesamtkapazität herstellen, die ich als Kunde brauche. Okay. Also hochflexibel. Wie ist es, wenn ich jetzt anfange? Das ist immer so ein Thema. Manche wissen noch nicht so, wie viel Leistung brauche ich, wie viel Kapazität möchte ich für meinen Haushalt und möchten erstmal noch nicht so viel Geld ausgeben. Man fängt also, sage ich jetzt mal, mit 8 Kilowattstunden an, weil man sagt, na, das Budget ist begrenzt, reicht erstmal. Kann ich dann jederzeit erweitern oder wie ist das bei euch? Kann man jederzeit erweitern, ohne Einschränkungen. Warum? Weil wir in jedem Batteriemodul eine entsprechende Technik vorsehen, die dazu führt, dass jedes Batteriemodul bei uns eigentlich
individuell alleine arbeitet und da keine Abhängigkeiten bestehen. Ja. Und das bedeutet, dass ich deswegen jederzeit nachrüsten kann. Also ich sag mal, für euch ganz wichtig zu verstehen, einige Hersteller sagen, innerhalb von 1 bis 2 Jahren solltet ihr das machen, weil das ältere Batteriemodul die neueren quasi in der Leistung dann begrenzt. Ne? Genau so ist es. Und ihr könnt jetzt auch nach 7 Jahren hier noch erweitern, weil ihr sagt, die sind alle unabhängig voneinander gesteuert. Genau. Ja. Das Tolle, ich kann in der Zeit einfach auch noch von Neuerungen profitieren und Batteriemodulkapazitäten, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt, Ja. die aber in 5 Jahren verfügbar sind, die baue ich einfach ein. Ich habe letztes Jahr schon gesehen, ihr habt keine Kabel, sondern das ganze System ist auch deshalb so sicher, weil ihr einfach Steckverbindungen habt. Genau, Das heißt, korrekt. Kurzschlüsse sind ausgeschlossen. Sind ausgeschlossen. Und super schnell auch für den Installateur dann zur Hand haben. Ne? Absolut. Kann er keine Verdrahtungsfehler machen. Ja. Was habt ihr noch für Sicherheitsfeatures an Bord? Ganz viele. Also wir haben natürlich eine vollflächige Temperaturüberwachung, um sehr frühzeitig festzustellen, wenn doch mal irgendwo eine Batteriezelle, wie man so schön sagt, thermisch durchgehen sollte, also einen Defekt hat und sehr heiß wird. Wir haben dafür auch Separatoren zwischen den einzelnen Batteriezellen, die die Hitzeentwicklung aufnehmen und verhindern, dass andere Zellen betroffen sein können. Wir schützen das gesamte Modul auch mit solchen Hitzeplatten nach außen, damit auch zum Beispiel ein Feuer von außen nicht dazu führt, dass das Produkt beschädigt wird. Ja. Und dann haben wir eben noch ein Feuerlöschersystem eingebaut. Okay, ist das ein Das heißt- Aerosol oder ist das wirklich... Das ist ein Aerosol, genau. Ja. Das ist ein chemischer Stoff, der, sag ich mal, über eine chemische Reaktion dafür sorgt, dass der Brand erstickt wird. Ja. Und der Druck, der Überdruck, der dann in dem Modul entsteht, weil wir ja ein komplett gekapseltes System haben, das staub- und wasserdicht ist, muss ja der Druck irgendwo hin und der wird dann seitlich ausgeblasen über ein Überdruckventil. Okay, also nicht nur Lithium-Eisenphosphat, was ja sowieso schon eine sichere Zelltechnologie ist, sondern dann auch noch diese gerade genannten Sicherheitsfeatures. Genau. Da komme ich zur Frage, wo kann man das denn aufstellen, das System? Das ist ja für viele Endkunden ein Riesenthema. Stelle ich es in den Keller, fühle ich mich sicherer draußen, wo kann ich es hinstellen? Überall. Also du kannst es in den Keller stellen, du kannst es auch außen aufstellen. Es hat eine technische Schutzklasse, die es absolut erlaubt, außen aufgestellt zu werden. Wir haben, sag ich mal, auch eine entsprechende Heizung eingebaut. Das sollte es mal wirklich zu sehr tiefen Temperaturen kommen, dass das System trotzdem noch nutzbar ist. Du sagtest gerade, da ist eine Heizung drin verbaut. Jetzt möchte ich da einmal kritisch nachfragen. Eine Heizung braucht ja auch Energie. Ja. Heißt also, wenn die anspringt, wie viel Watt nimmt die dann auf? Die nimmt bei einem 5 Kilowattstunden Modul eine Spitzenleistung von 250 Watt auf, bei einem 8 Kilowattstunden Modul von 350. Und wie lange läuft das dann? Weil das heißt ja, ich habe schon auch einen gewissen Energiebedarf sozusagen für die Heizung. Genau. Naja, das läuft entlang einer entsprechenden Temperatur- und Beladeleistungskurve. Das heißt, es springt nicht einfach an, nur weil es kalt ist, Ja. sondern ich brauche zusätzlich auch noch einen Strom, den ich überhaupt in die Batterie lade, weil das ist der relevante Strom, der B-Ladestrom. Ja. Da sind die Batterien empfindlich gegen tiefe Temperaturen. Und dann fangen wir an zu heizen. Und dann heizen wir aber auch nur auf eine Temperatur hoch, die benötigt wird, um die anliegende Ladeleistung auch unterzubringen in der Batterie. Ich sag mal, wir reden da wirklich von... Durchschnittswerte fürs Jahr, sage ich jetzt mal, hängt natürlich, bin ich ganz klar, ne, vom Standort ab, wo lebe ich? Lebe ich in Norwegen oder lebe ich in Südbayern oder lebe ich in Mitteldeutschland am Rhein, wo ich viel mildere Temperaturen habe? Aber gibt es irgendwie so Mittelwerte? Habe ich nicht griffbereit, Ja. ganz ehrlich gesagt. Ja, ist auch schwierig, glaube ich. Aber ich finde es sehr einfach transparent zu sagen, okay, natürlich ein Heizsystem, wenn es draußen steht, würde auch ein bisschen Energie brauchen. Ist aber auch logisch. Ne? Genau. Ja. Ja, aber dafür funktioniert's halt auch. Ja. Anders Ja, wird mit halt voller einfach nur Leistung. abschalten. Mit voller Leistung Genau. auch, ne? Genau. Wo wir beim Thema Leistung sind, welche C-Rate bietet ihr an? Also Lade. 0,50 hier an der Okay. Heißt also, wenn ich einen 20 Kilowattstunden Speicher habe, dann könnt ihr den mit 10 kW laden und entladen. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig zu verstehen, Ja. weil das ja gerade mit dynamischen Stromtarifen super spannend ist. Wenn die mal so richtig im Keller sind, ich hatte es neulich minus 2,1 Cent, inklusive aller Abgaben. Da hat man Geld verdient beim Laden quasi des Speichers. Ja. Wenn ich das Ja. dann in dieser einen Stunde mit voller Leistung machen kann, ist das natürlich Toll. interessant. Genau, Ja. absolut. Also da seid ihr auch gut aufgestellt. Und das heißt also für euch auch, wenn ihr den Speicher in der Kapazität erhöht, dann habt ihr auch mehr Lade- und Entladeleistung. Ne? Genau. Sven, hier ist ja noch ein Modul mit drin, mit dem RFID-Chip, Ja. was ein bisschen mehr kann. Erklär uns das doch bitte nochmal. Ja. Ja, das ist unser EV-DC-Charger, also ein Gleichstromladegerät. Ne? RFID-Karte einfach deswegen, weil es gegebenenfalls draußen
installiert ist am Stellplatz des Fahrzeugs, wo theoretisch jeder hinfahren könnte und laden. Und damit man einfach das schützen kann, haben wir hier eine RFID-Card. Kann ich das aber auch deaktivieren, wenn ich weiß, okay, da kommt keiner ran, damit ich nicht jedes Mal hin muss? Genau, kann man auch deaktivieren. Also wenn es jetzt in der Garage steht zum Beispiel, Okay. dann braucht man den Schutzmechanismus ja nicht und dann kann man es deaktivieren. Ja. Das heißt, wir können hier gleichstromseitig den Strom von den Solarmodulen ohne Wandlung direkt ins Auto laden. Ganz richtig. Das ist natürlich ein Effizienzvorteil, ne? Also ich habe keine Wandlungsprozesse erstmal auf die AC-Seite. Bietet ihr ja aber auch an, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was ich so mega cool finde an dem DC-Charger ist ja, dass ihr auch bidirektional damit laden könnt. Ne? Korrekt. Was muss ich dafür noch haben, damit das funktioniert? Nichts weiter. Du musst aktuell noch auf unsere neue App-Version warten. Ja. Die kommt im Laufe des Mai raus. Die App-Version 3.0 ist wirklich ein Major Release. Also da wird sich ganz viel ändern von der Optik her. Wir werden ganz viel Energieflüsse darstellen und wir werden das bidirektionale Laden freischalten. Ja. Also das Gateway, womit ihr ja auch bei Stromausfall absichert, brauche ich gar nicht unbedingt, weil ich das mal gehört hatte, dass das Gateway sozusagen Voraussetzung ist, wenn ich aktuell bidirektional das System nutzen möchte. Ja, vermutlich wird im ersten Schritt die Bidirektionalität darauf beschränkt sein, dass man im Notstrombetrieb bidirektional laden kann. Der nächste Schritt kommt dann aber schon in Kürze, wo man dann auch wirklich bidirektional in den Haushalt, wenn man noch am Netz ist, entladen kann. Oder auch das Auto beladen kann und auch ins Netz hilft. Ja, was ich gesehen habe, was ich richtig smart finde, ist, dass man bei euch in der App sagen kann, trenn mich vom Netz. Ja. Also ich kann per Knopfdruck sagen, Netztrennung herbeiführen, bin dann komplett off-grid. Ja. Geht super schnell, 0 Millisekunden. Ich habe es getestet bei einem Kunden, der das System von euch verbaut hat. Ja. Und ich bekomme sogar eine Push-Notification auf mein Handy, weiß sofort, okay, ich bin getrennt vom Netz. Wenn Netzausfall ist, sehr hilfreich, ne? Ja, das war was die Kunden von Anfang an immer gefragt haben. Ja, bekomme ich letztes überhaupt Jahr mit? auch. Genau, wenn ich dann vom Netz getrennt bin. Ja, und über diese Nachricht, genau. Das Messaging Center haben wir übrigens auch erheblich ausgebaut. Ja. Gleich zum letzten Jahr. Vielleicht nochmal zum DC-Charger, wie viele Leistungen? Eigentlich gibt es beim DC-Charging keine wirkliche Beschränkung. Ne? Man hat ja beim AC-Charging eine gewisse Beschränkung. Einphasig mindestens 1,4 kW. Aber das hängt ja mit den Wechselrichtern, Gleichrichtern zusammen. Ja. Brauchen wir ja nicht. Wir gehen ja Gleichstrom auf die Batterie, da ist gar kein Gerät dazwischen. Ja. Das heißt, ich kann auch mit minimalen Leistungen. Okay. Ja, damit sind wir im Prinzip auch schon bei der AC-Ladestation. Ganz normale, ich sag jetzt mal, Ladestation AC-seitig, ne? Ja, genau. Gibt's da was Besonderes zu sagen? Also die kann 11 kW oder 22, wenn ich das beantrage wahrscheinlich, ne? Genau. Oh, da gibt's viel dazu zu sagen, weil wir haben sie gerade komplett nochmal funktionalitätsmäßig geupdatet. Ja. Weil genau, da war eine besondere Anforderung der Kunden. Eigentlich will ich nicht, dass meine Batterie entladen wird, um das Auto zu laden. Ja. Möglicherweise. Ja, ja. Ne? Und das haben wir jetzt eingeführt. Wir haben jetzt den sogenannten Battery Boost. Das heißt, den kann ich an- und ausmachen und damit entscheiden, auch beim Schnellladen, ne, wird die Batterie dazugezogen oder nicht? Oder nehme ich alles aus dem Netz? Ja. Das macht auch unglaublich viel Sinn in der Verbindung mit dynamischen Tarifen. In der Situation, die du eben beschrieben hast, wieso sollte ich meine Batterie entladen? Ja, ja. Wenn ich gerade Geld verdienen kann, wenn ich mein Auto belade. Ja, ja. Mega so gut. Also finde ich richtig praktisch für die Anwendung im Eigenheim. Mega gut. Ja, ja. Genau. Du kannst noch viel mehr Sachen machen. Du kannst tatsächlich sogar noch sagen, ich will den Battery Boost doch haben, aber nur bis zu einem SOC von 30%. Damit ich noch was drin habe. Damit ich noch was drin habe für die Nacht. Also super flexibel jetzt. Ja. So, also hier haben wir die AC Wallbox. Du siehst, die ist hier wunderbar integriert in das Haus. Und wenn ich jetzt hier auf die AC Wallbox klicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, die Wallbox anzumachen. Und wenn ich jetzt hier mich verbinde mit dem Zeichen EVAC, dann kann ich jetzt hier den Lademodus definieren. Okay. Will ich jetzt hier schnell laden oder will ich eine PV-Überschussladung machen? Jetzt machen wir mal Schnellladen. Und dann kann ich jetzt hier entscheiden, möchte ich meine Batterie nutzen, um das Auto zu beladen oder nicht. Dann kann ich das schon mal grundsätzlich aktivieren. Okay. Jetzt möchte ich aber vielleicht, ich bin jemand, der immer abends nach Hause kommt und ich will schon auch Batterie nutzen. Aber ich will trotzdem noch über die Nacht kommen. Und ich kann dann eben trotzdem sagen, ich lasse das zu bis 30%, ja. Ja. Und dann habe ich den Cut-Off, also dann wird der Batterieboost abgeschaltet. Und dann habe ich nur noch Netzbezug oder Dann hast du noch eine PV-Strom. Genau. Ja, okay. Ja, das finde ich cool, weil das immer wieder Thema ist, ne? Gerade auch bei günstigen Preisen an der Strombörse, Genau. dynamischen Stromtarif, könnte ich halt sagen, okay, lass meine Batterie in Ruhe.
Ich möchte nur komplett aus dem Netz Genau, laden, ne? ganz genau. Ne? Ja. Und ich meine, PV-Überschussladen, da haben wir natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Sehr spannend finde ich hier, dass wir sagen können, na, du kennst das PV-Überschussladen, du hast vielleicht sehr schwankende Produktion, es geht ständig an und aus. Mit dieser Einstellung Netzladung ermöglichen, kannst du dafür sorgen, dass wenigstens für eine einphasige Ladung immer genug Energie zur Verfügung steht. Okay. Ja? Das erhalten Dann wir- nehmen wir es aus dem Netz halt so. Okay. Und hier unten, da kannst du jetzt sogar noch sagen, ich möchte erst meine Batterie beladen und dann den EVAC aktivieren oder Okay, also die eben Prioritäten verschieben. umgekehrt. Kann ich die Ja. Priorität verschieben. Ja, super. Vielen Dank für den Einblick da. Sehr gerne. Kann ich diese Einstellungen machen mit Battery Boost und so auch hier für den DC-Charger? Ja. Zur Einbindung von Wallboxen haben wir jetzt ja schon viel gesprochen. Paragraph 14a. Ihr Ja. könnt also auch die Verbraucher alle gezielt ansteuern oder ausschalten. Das ist ja ganz Absolut. wichtig. Genau. Könnt ihr auch Fremd-Wallboxen installieren? Also es gibt ja immer wieder Situationen, dass Leute schon eine Wallbox haben und dann möchten die sich euer System dazu kaufen. Kriegen die dann die Wallbox integriert? Die Wallbox ist dann einfach ein Verbraucher. Ja. Wir können die nicht intelligent einbinden. Das Okay. wirklich. Ja. Also wenn ich das wirklich nutzen möchte und intelligent alles, dann sollte ich schon eine von euren Lösungen nehmen. Ja. Okay. Ich sag mal, der AC-Charger ist jetzt auch, sag ich mal, preislich affordable. Ja, also den kann man sich auch noch mal leisten, Ja. den dazu zu hängen. Weil ich glaube, dass die Vorteile, die man dadurch hat, schon so gravierend sind, dass das auch Spaß macht. Weil zum Beispiel diese ganzen intelligenten Ladefunktionen mit dem Battery Boost, was wir gerade besprochen haben, das funktioniert dann halt nur mit unserer Wallbox. Okay. Ja, super. Du hast gerade schon das intelligente Laden angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass wir mit dem Solarspitzengesetz auch die Thematik haben, ich möchte möglichst zur Mittagszeit gar nicht einspeisen, weil Ja. ich kriege ja keine Einspeisevergütung. Ja. Ist euer System da ready sozusagen? Denkt das mit, okay, heute Morgen von 9 bis 12 lade ich gar nicht den Speicher, sondern die volle Leistung dann vom Dach nehme ich zwischen 12 und 14 Uhr? Na, was wir machen können ist, wir können eben über smarte Integration von Verbrauchern diese Kurve abfahren. Ja. Und können dann, wenn diese Leistung erreicht wird oder überschritten wird, Verbraucher einschalten, um diesen Strom sinnvoll zu nutzen. Das kann ein Heizstab sein, das kann eine Waschmaschine sein. Ein Elektrobike an der Shelly-Steckdose Elektrobike. könnt ihr nämlich auch einbinden, weil Ja, genau, genau. ja, okay. Das ist das eine, aber dass der Speicher sozusagen das intelligent, netzdienlich, so nenne ich es mal, mitmanagt, geht auch, oder? Sind wir gerade dran, ist noch nicht umgesetzt. Okay. Aber kommt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach super wichtig, auch zu verstehen, dass es da mega sinnvoll ist, ne? Für euch auch. Wenn ihr zu Hause eine PV-Anlage haben wollt, gibt es da so einige Stolpersteine. Aber das ist natürlich voll wichtig, da ein intelligentes System zu haben. Und ihr habt ja schon die KI mit drin. Ja. Das ist ja nur eine Frage von Anlernen sozusagen. Ja, das ist kein Problem. Es ist immer alles eine Frage, einfach die verschiedenen Themen, die wichtig sind, umzusetzen. Aber Verschiedenen weltweiten Märkte. für die weltweiten Märkte, weil es ist ja ein weltweites Produkt. Ja. Okay, bevor wir jetzt zur Absicherung bei Stromausfall zu sprechen kommen, habt ihr die Möglichkeit, hier unter dem Video direkt für euch unverbindlich ein Angebot anzufragen. Und außerdem findet ihr 0 Euro PV-Checklisten, um zu prüfen für euch, macht eine PV-Anlage Sinn, worauf solltet ihr achten? Schaut unbedingt mal rein. Sven, Notstrom, Ersatzstrom, das ist ein Riesenthema. Wie bin ich abgesichert bei Stromausfall? Ja. Wenn du unser Gateway, das wir hier hängen haben, Ja. wenn du das installiert hast, dann ja, bist du da sorgenfrei. Denn dieses Gateway schaltet quasi ohne Unterbrechung sobald es erkennt, dass es kein Netz mehr gibt. Ja, das heißt, du bist unterbrechungsfrei abgesichert. Ja. 0 Millisekunden läuft ohne Probleme, haben wir schon mal gezeigt. Man kriegt eine Push-Nachricht, hatte ich ja schon gesagt. Wie viel Leistung könnt ihr liefern? Es kommt drauf an. Wir haben hier Modelle von 25 kW bis 1,2 Megawatt. Also das ist hier, Bereich. also ich will damit sagen, es ist eine große Stärke von uns, dieses Netzersatzbetriebsthema. Und wir haben das wirklich auf einer ganz großen Bandbreite. Das ist ein 25 kW Gerät, da kann ich genau so ein Siegen-Store anschließen und ja, damit mein Haus betreiben. Und es ist auch ja ziemlich einzigartig auf dem Markt, mit den gleichen Leistungsparametern im Netzersatzbetrieb wie im Netzparallelbetrieb. Okay. Also keine Einschränkungen, was die Leistung angeht. Also habe ich einen 15 kW Wechselrichter, dann liefert der auch 15 kW im Netzersatzbetrieb. Ja, super. Einige Kunden fragen mich dann manchmal, ja, jetzt habe ich ja ein Backup-System. Kann es man natürlich auch mal sein, dass die Sonne nicht scheint ein paar Tage lang. Ich habe aber einen Generator. Kann ich den auch einbinden bei euch? Auch das ist möglich. Und das ist ja gar nicht so trivial, weil diese Generatoren sehr häufig recht schlechtes Netz liefern. Ja. Im Sinne von halten die
die Netzparameter ein. Aber da bieten wir dem Installateur wirklich mit unserer App ein super Tool, mit dem er genau diese Grenzen für den Netzersatzbetrieb verschieben kann. Ja. Und ansonsten, was würde passieren, wenn der Generator angeht, würde alles ausgehen. Ja. Weil der nicht in den Netzparametern arbeitet. Ja. Nicht 50 Hertz liefert, sondern 52 zum Beispiel. Ne? Und das kann man einstellen und so dafür sorgen, dass dieser Generator auch läuft in der Praxis. Okay, super cool. Also bin ich da auch mega gut aufgestellt. Absolut. Weil das können ja leider nicht alle, dass ihr da auch extern eine externe Stromquelle sozusagen noch mit anschließt. So eine kleine Windkraftanlage müsste dann ja auch gehen, ne? Eine Windkraftanlage würde theoretisch auch gehen, wenn die ordentlich Strom liefert. Ja, cool. Habt ihr neben der dreiphasigen Hybridwechselrichter-Variante hier mit dem Speicher jetzt auch eine Neuigkeit noch dieses Mal auf der Intersolar? Können wir uns das auch nochmal anschauen? Da haben wir tatsächlich was, Nils. Ja, da haben wir was, das können wir uns auch anschauen. Das haben wir hier drüben. Und du siehst schon, das ist ein super kompaktes Gerät. Also wir sagen, es ist das kleinste Hybridwechselrichtergerät am Markt. Ja. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man wenig Platz hat, wenn man möglicherweise noch gar keine Batterie möchte. Ja. Ne, weil dann kann man sich erstmal diesen Hybridwechselrichter aufhängen und später nachrüsten. Ja. Und das Tolle daran ist, es sind dieselben Batteriemodule, die wir auch für dieses Produkt benutzen wir auch hier. Okay, also gleiche Leistungsparameter. Genau. Welche Leistungsabstufungen habt ihr hier bei dem Gerät? Ja, hier fangen wir bei 3 kW an und gehen bis 12 kW hoch. Okay. Bei 12 kW ist Schluss, denn das ist auch ein großer Vorteil, ist ein lüfterloses Gerät. Also da ist kein Lüfter verbaut, der natürlich auch ein Geräusch beim Kühlen macht. Dafür können wir die Leistung aber auch nicht bis 30 kW hochfahren wie hier, sondern enden bei 12. Aber ich sag mal, es gibt diese Einbausituationen, wo das durchaus Sinn macht. Es gibt ja die kleinen Häuser, ältere Häuser, wo ich vielleicht wirklich im Flur und im Keller das aufbauen muss. Da ist ein Lüfter schon störend. Ja. Und da haben wir eine Lösung dafür. Okay, und wie viele Eingänge hat der? Wie viele MPP-Tracker? Da gehen wir bis 3 MPP-Tracker hoch. Okay, dann bei der größten Variante wahrscheinlich. Ja, genau. Hier hängt das Gateway auch daneben. Bin ich auch hier mit in der Lage, wieder mich abzusichern komplett? Absolut. Es ist ein vollwertiges SICK Energy Gerät. Nutzt die gleichen Funktionalitäten, die wir auch hier mit dem Siegen Store bereitstellen. Ja, super. Ein wichtiges Thema ist immer Sicherheit, was die Technik angeht, aber auch Garantien und Datensicherheit. Mit der Datensicherheit würde ich gerne einmal anfangen. Wo sind die Daten? Wie sicher sind die Daten? Ja, die Daten liegen in der Cloud, was den großen Vorteil hat, dass man eben von überall zugreifen kann und das Gerät von überall auch steuert. Ja. Da sind wir ja auch an Vorgaben gebunden, nämlich dass personenbezogene Daten, und teilweise sind diese Daten ja personenbezogen, eben nur in Europa gehostet werden dürfen. Und so tun wir es auch. Wir nutzen da im Grunde Regional Cloud Services von Amazon. Okay. Und die stehen in Europa? Die stehen in Europa, schwerpunktmäßig Frankfurt, ja. Okay. Danke für die transparente Antwort an der Stelle. Gerne. Sven, wir hatten es gerade über die Datensicherheit und die Server stehen in Deutschland, in Frankfurt. Und ich weiß aber, in der Community wird immer wieder heiß diskutiert. Wie ist es wirklich mit dem Zugriff auf die Daten und welche Gefahr schlummert da eventuell? Kannst du da noch was zu sagen? Ja, also natürlich haben wir als Hersteller Zugriff auf die Daten im Sinne von, wir können die einsehen. Wir sollen ja auch einen Service bieten. Und dazu müssen wir natürlich auch Betriebsparameter anschauen können. Sonst ist es schwer, Service zu machen. Ja, also einerseits Zugriff auf die Daten ist möglich, die Daten bleiben aber in Frankfurt, habe ich richtig verstanden? Ja, genau. Also in Deutschland. Ist da eine Gefahr, dass jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Fremdabschaltungen schlummern könnten oder so? Eine abstrakte Gefahr gibt's natürlich immer mit allen Geräten, die am Internet betrieben werden. Unser Gerät wird auch am Internet betrieben, aber wir haben natürlich höchste Sicherheitsstandards eingefügt, um zu verhindern, dass Hacker irgendwo auf unsere Geräte zugreifen. Ja. Weil du sagst, am Internet betrieben, könnte ich das System auch vom Internet getrennt betreiben? Man kann das System auch vom Internet getrennt betreiben. Bis zu 90 Tage würde das auch ohne jede Einschränkung passieren. Danach gehen wir in den sogenannten Safe Mode, um sicherzustellen, dass an den Batterien auf Dauer kein Schaden entsteht. Ich kann es aber auch auf Dauer sozusagen betreiben, ohne mit dem Internet verbunden zu sein. Großer Nachteil: Ich nehme nicht mehr sozusagen an der technischen Entwicklung teil, weil wir ja unsere Updates immer over the air zur Verfügung stellen, über das Internet zur Verfügung stellen. Und das heißt wahrscheinlich auch Einschränkungen bei der Garantie? Das heißt, tatsächlich in den Garantiebedingungen ist es auch hinterlegt, dass wir dann nur noch eine 5-Jahres-Garantie aussprechen, weil wir dann selber einfach nicht mehr in der Lage sind,
aktiv dafür zu sorgen, ja, dass die Batterie dauerhaft ihre Leistung bringt. Okay, aber für alle von euch, für die Datenschutz ein Thema ist, höre ich raus, kann ich also sagen, okay, ich nehme das System komplett vom Internet und alle 88 Tage stecke ich es wieder ein, damit ich in der Garantie bleibe und bleibe halt quasi... So könnte man das spielen. Ja. Und man hat die absolute Datenhoheit, denn wenn wir Updates zur Verfügung stellen, dann werden die zur Verfügung gestellt und ich als Kunde kann entscheiden, ob ich die aufspielen will oder nicht. Okay. Ja. Also von daher, der Endkunde hat es in der Hand. Okay, ja, super. Vielen Dank dir für die transparente Antwort. Klasse. Gerne. Und das andere Thema Sicherheit, Garantie, weil das ja wirklich auch eine große Anschaffung ist fürs Eigenheim. Da möchte man nach Möglichkeit einmal die Investition machen. Was gibt ihr an Garantie auf die Geräte? Genau. Also wir geben eine 10-Jahres-Garantie. Ja. Und das durchaus erwähnenswert ist, dass es eine Vollgarantie ist. Ja. Also 10 Jahre Vollgarantie, alle Kosten sind abgedeckt. Und wir erlauben uns auch nicht den Ausweg einer Zeitwertersatzgarantie. Also nach dem Motto, wenn ich das Gerät nicht mehr habe und nicht ersetzen kann, gebe ich dir einen Restwert in Geld. Ja. Davon hat der Kunde ja nichts. Nee, genau, da will er wieder ein laufendes System. Er will ein laufendes System haben und dazu verpflichten uns. Ja, und wer übernimmt da die Kosten? Also angenommen, ich bin jetzt der Häuslebesitzer, Ja. Das Gerät fällt aus, an wen wende ich mich und wer trägt die Kosten nachher? Genau. Also ganz einfach über die App erstmal ein Ticket aufmachen als Kunde oder über den Installateur gehen. Ja. Dann macht der die App auf und dann überprüfen wir, ist es wirklich ein Defekt? Und wenn es ein Defekt ist, dann wird ein Austausch vereinbart mit dem Installateur. Und der kommt, tauscht das Gerät aus, fertig. Okay, und der Installateur übernimmt dann oder rechnet mit euch ab oder? Genau, der rechnet mit uns. Das heißt, ich als Kunde habe gar keine Kosten. Der Kunde hat damit gar nichts zu tun. Das klingt erstmal ganz gut. Kann ich die Garantie auch erweitern? Man kann sie auch erweitern. Ja, was muss ich dafür machen? Dafür muss man noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen als Ja. Kunde. Kriegt dann einen Lizenzcode, den der Installateur quasi in der App aktivieren kann. Und dann bekommt man auch transparent in der App angezeigt, jetzt habe ich 5 mehr Jahre Ja, also Garantie 15 und dann auf 15 Jahre angehoben von SICK Energy. Eine Garantie ist wieder eine Vollgarantie. Ja. 15 Jahre ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und wo ich die App gerade anspreche, würde ich auch gerne noch erwähnen, der Endkunde muss auch tatsächlich gar nichts tun, dass die Garantie aktiviert wird. Ne, das ist ja häufig auch noch mal so ein kleiner Fallstrick, dass man noch irgendwas registrieren muss oder so. Bei uns ist es automatisch mit der Inbetriebnahme. Und deswegen zeigen wir es in der App auch für jede einzelne Komponente ab. Okay. Ja, das ist cool. Und dann habe ich also im Überblick, mein Gateway hat die und die Garantie noch, mein Wechselrichter, meine Batteriemodule, jedes einzelne wahrscheinlich auch unter. Ja, wenn du 3 Jahre später nachrüstest, dann hat dieses wieder 10 Jahre Garantie. Also bis zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ja. Und das kannst du dann eben sehr transparent sehen. Okay, super. Ja, vielen Dank für die Antworten an der Stelle. Gerne. Und Leute, wenn ihr das System interessant findet, dann hier unten drunter weiterführende Informationen zu SICK Energy und natürlich auch die Möglichkeit, ein Angebot anzufragen. Sven, vielen Dank dir für deine Zeit. Nils, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.